Ich liebe Fahrräder, ich liebe Baumhäuser und ich liebe Blumen. Hallo aus dem amtlich verbrieften östlichsten Zipfel Deutschlands. Hier geht ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung, denn ich darf in einem Baumhaus übernachten. Nicht in irgendeinem Baumhaus, in einem Baumhauspalast. Und ich kann es euch nur empfehlen, hier mal herzukommen. Es ist unglaublich, was hier eine ganz besondere Spezies zusammengebaut hat, nämlich die Holzwürmer. Ja, die gibt's wirklich. Und wenn ihr Lust habt, dann begleitet mich doch einfach auf eine Reise zu und mit den Holzwürmern in die Neisser Aue. Ich habe alles, was ich jetzt kann, hier eigentlich gelernt. Und das ist immer größer und schöner geworden. Und deswegen sind wir einfach, oder ich hier geblieben. Und das ist sozusagen meine Heimat geworden. Und das kann auch so weitergehen. Jedes Jahr entstehen neue Baumhäuser und verblüffen den Besucher. Denn jedes ist anders. Jürgen Bergmann gehen nie die Ideen aus. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und denke, wir sind seelenverwandt. Mich erinnert es ein bisschen an Propeller oder an eine Mühle. Man könnte jetzt auch sagen, aus viel Luft was machen. Ja, genau mein Ding. Sag mal ganz ehrlich, ich finde das ja immer Wahnsinn. Wie kann man so bauen? Das ist ja alles irgendwie schief und schräg und krumm und ich glaube genau deswegen so charmant. Aber wie kriegt man das hin, dass es auch hält? Ach Alex, wir sind da Fachleute, weißt du? Wir bauen in unserer Firma seit 32 Jahren verrückte große Dinge aus Holz. Und alles sind Unikate. Und wenn sich damit jemand auskennt, dann wir. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt einen Stamm siehst, der so gewachsen ist wie das Ding, dann ist der für dich nicht einfach nur ein Stamm, sondern du siehst dann vor deinem geistigen Auge schon, was daraus werden könnte. Andersrum, wenn ich kann, dann baue ich nicht aus Holz, sondern aus Baum. Ein Traum. Es ist ein Wahnsinn. Alles da. Küche, wunderbar. Bad mit Dusche. Wasserklo, auch da. Fantastisch. Wie viele Leute könnten denn jetzt hier drin übernachten? Das ist so ein Sechserteil. Das heißt, 1, 2, also 6 Leute, das wird ein bisschen knapp, finde ich. Da ist doch was versteckt. Es gibt oben noch die Turmetage für Rapunzel sozusagen. Cool. Schau mal, ich mir an. du Ja. kannst das jetzt auch sozusagen als einsamer Windmüller mal in den Augenschein nehmen. Meine Mama wäre klaustrophobisch, glaube ich. Ah, ist das toll. Ist das toll. Großartig. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Jetzt müssen wir nur noch mal aus dem Fenster gucken. Der Blick ist der Hammer. Wie viele Baumhäuser habt ihr jetzt hier? Alex, So viele, dass du Alex. natürlich nicht in allen sein kannst. Nein, ich habe keine Ahnung. Es kommt immer was dazu wieder und ich vergesse das dann auch. Jede Menge. Wir haben aber nachgezählt. Für jeden Geldbeutel ist was dabei. Erschwinglich die Vögelbaumhütten, romantische Zweisamkeit in luftiger Höhe. Bergmanns Baumhäuser vermitteln ein verrücktes Lebensgefühl. Jede Übernachtung hat ihren eigenen Charme, wenn wie hier der warme Sommerwind die Braut wach küsst. Billig ist das märchenhafte Vergnügen im Baumhaus nicht, aber ich verspreche, es ist jeden Cent wert. Jürgen Bergmanns Vorfahren waren Gärtner. In Einklang mit der Natur zu leben, ist in ihm tief verwurzelt. Vor 30 Jahren in etwa habt ihr hier angefangen. Wenn du da jetzt mal versuchst, 30 Jahre in die Zukunft zu gucken, wie wird es aussehen? Wie ist deine Vision? Also ich schätze mal, in 30 Jahren werde ich von ganz tief unten gucken nach oben. Da bist du 95, das muss doch drin sein. Ja, mein Vater ist gerade 93 und der hält sich schön an seinem Rollator fest. Ist okay. Ne? Und ich bin, glaube ich, einfach noch ein Stück Kind geblieben und merke das auch bei Gleichaltrigen, denen fehlt da schon ein Stück Sehnsucht. Die versuchen, sich bequem einzurichten. Ich bleibe irgendwie neugierig, lerne sehr langsam, aber immer noch. Es macht Spaß und ich glaube, es geht gar nicht anders, als Visionen zu entwickeln. Und dann brennt es in dir, wenn die Vision einmal da ist, die auch umzusetzen. Ne? So, und so geht ein Schritt nach dem anderen.
Und ich habe so viele Nachfolger. Also meine Frau ist 20 Jahre jünger als ich. Das ist einfach mal, die ist so klug und hat so ein Gefühl für die ganzen Geschichten. Wir verstehen es zu 100% und das geht einmal weiter, selbst wenn ich aussteige. Ganz klasse. Und jetzt lernt ihr Jürgen Bergmanns Herzdame kennen. Hoch über den Wipfeln der Baumkronen liegt ihr kaufmännisches Büro. Doreen Stoporka ist auch die Geschäftsführerin der Firma. Bis zu 40 Holzbauprojekte pro Jahr managt sie. In Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Dazu gehören nicht nur Baumhäuser, sondern auch Abenteuerspielplätze und sogar zoologische Gärten. Die Herausforderung besteht darin, auch technische Anlagen künstlerisch zu verkleiden, so wie die Rauchabzughauben auf ihrem Firmendach. Diese Türme sind unter anderem noch mal mit kleinen Stegen verbunden, weil wir haben hier auf dem Dach Vierhornziegen. Da leben echte Vierhornziegen und die klettern besonders gerne. Also die klettern da auf diesen Stegen oben drum. Und ja, das ist noch mal eine besondere Attraktion für unsere Gäste, wenn die da so eine Ziege ganz oben auf dem Steg sehen. Man kann wackelige Wege über die Neiße nehmen oder den 500 Meter langen Baumwipfelpfad. Und doch wird man das Gefühl nicht los, dass man sich im 5 Hektar großen Abenteuer-Freizeitpark verläuft. Genau das ist beabsichtigt. Bergmanns krumme Spielgeräte sind mehr als nur Rutschen und Schaukeln. Die Kinder entdecken ganz von selbst, was man auf einem hölzernen Wagenrad so alles anstellen kann. Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung. Ich darf zu euch reinkommen? Ja. Hervorragend. Erfrischung. Ja gut, also Erfrischung ist, ist irgendwie was anderes. Aber hier ist zumindest Erfrischung. Ja. Grüß euch. Hey. Hallo. Darf ich? Ja, natürlich, bitte. Gerne. Wer seid ihr? Ich bin Alex. Hi. Hi. Thea. Sam. Sam, du kommst nicht von hier, oder? Nee, ich komme aus Amerika. Ah, cheers. 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 Ich bin das 3. Mal jetzt hier. Und jedes Mal kriegt mich dieses ganze Umfeld so unglaublich an den Haken. Also es bedient bei mir so eine ganz tiefe Sehnsucht. Das ist toll. Das stimmt. Man kann einfach mal irgendwie alles loslassen und ist so ein Tag in einer anderen Welt. Den Badezuber plus Bier kann man für eine ganze Gruppe mieten. Würde mich mal interessieren, wo trinkt ihr euer Bier am liebsten und an welchen seltsamen Orten habt ihr es schon getrunken? Schreibt uns einfach in die Kommentare rein und abonniert doch gerne unseren Channel. #hinreisend. Grüßterchen. Verschlungene Pfade zwischen Baumkronen, eine Leidenschaft. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken und so kommen wir zu meiner zweiten Leidenschaft, Fahrräder. Mal so richtig raus aus dem Alltag. Kopf ausschalten, aber Sehnsucht an. Das geht wunderbar auf dem Neißer Radweg. Geht mitten durch die Natur, ist völlig unberührt und macht fantastisch den Geist frei. Für dieses grandiose Baukunstwerk, umsäumt von den saftigen Wiesen der Neiße Aue. Lasst das Werk großer Meister auf euch wirken. Erst vor wenigen Jahren wurde es aus seinem Dornröschenschlaf erweckt durch diese junge Frau. Hallo! Du musst Melissa sein. Genau, herzlich willkommen in Oberneundorf. Ja, vielen lieben Dank. Du, normalerweise, wenn ich das so sehe, müsste ich hier mit einer 4-spännigen Kutsche vorfahren. Ich komme mit einem räudigen Fahrrad. Ja. Geometrische Diamantquader und figürliche Darstellungen prägen die Schlossfassade aus der Renaissancezeit. Diese italienische Kratzputztechnik war damals angesagt. Wer etwas hermachen wollte, wählte solch eine repräsentative Gestaltung. Eben sind einzelne Kontinente hier mit reingearbeitet. Was man ursprünglich auch mal sehen konnte, waren verschiedene Jagdszenen, auch biblische Szenen. Ich habe gehört,
aber noch nicht gesehen. Es sollen auch einzelne Tugenden hier quasi mit rein verarbeitet worden sein. Was ich persönlich ganz toll finde, ist der Spruch. Ich weiß nicht, kannst du Lateinisch? Nein, ich kann leider kein Lateinisch. Der ist natürlich noch relativ gut erhalten. Und der bedeutet übersetzt, andere haben für uns, wir für unsere Nachwelt und allen voran hat Christus eine Wohnstätte bereitet. Und dieser Spruch, finde ich, passt ganz gut zu dem, was die Vision von meiner Familie eigentlich ist, dass es darum geht, dass wir altes Kulturgut wieder erhalten und dass wir das einfach auch wieder schätzen und ehren, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und gleichzeitig es aber so erhalten, dass die Zukunft davon auch noch was hat, also die Kinder, die da kommen. Dieser Bestand an Sgraffito-Fassade ist deutschlandweit einmalig. Ausgerechnet hier, im östlichsten Zipfel des Landes, entdeckte die schwäbische Familie Kuhn das Baukunstwerk. Zwischen all den Linien verstecken sich auch Fabelwesen. Oh, guck mal, ja, Tierchen. Ja. Tierchen auf Türchen. Was hat's damit auf sich? In der Tierchen werden wir vielleicht noch mehrere finden. Das wurde natürlich auch nachträglich gemacht. Das ist einfach die Freiheit des Künstlers, sich auch zu verewigen. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Sache. Auf jeden Fall. Ich gehe mal vor durch, 1862. durch die Kaffeetüre. Das soll mal unser Café werden. Und man hat hier an Regentagen eine ganz schöne Sicht nach oben, nämlich auf diese alte Renaissance-Decke mit den schönen ursprünglichen Bemalungen. Und die war genau so hier drin? Ja, also die war natürlich auch verdeckt. Ja. Drum wurden auch hier die Farben so gut noch erhalten und konserviert. Aber das ist original, ja. Also wenn ihr mal zünftig feiern wollt oder vielleicht heiraten wollt oder wenn ihr ein Seminar plant oder ähnliches, also mondäner geht's fast nicht. Müsst ihr euch mal angucken. Ist wirklich toll geworden und ist noch im tollen Entstehen. Aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwo solche Sehnsuchtsorte, wo ihr gerne heiraten möchtet, wo ihr gerne Zeit verbringen möchtet. Schreibt es uns einfach in die Kommentare, wo wäre das denn? Vielleicht gehen wir ja da auch mal hin. Ich persönlich liebe diesen Park mehr fast als das Schloss, weil ich eben einfach so ein Naturliebhaber bin und ich finde diese Bäume hier, diese alten, so großartig. Als Naturliebhaberin hoffe ich, du freust dich ein kleines bisschen, weil natürlich habe ich der Schlossbesitzerin auch ein bisschen was mitgebracht, einen kleinen Naturgruß und verweise da vor allem auf die Gerbera. Nicht nur, weil es eine schöne Blume ist, vielen lieben Dank, Melissa, sondern weil die Gerbera uns jetzt auch durch unseren nächsten Film begleiten wird. Diese besondere Blume verdankt ihren Namen einem besonderen Mann in einem besonders kleinen Örtchen, Zodel. Und hier geriet man vor 20 Jahren ziemlich in Aufregung. Eine Gruppe ostasiatischer Blumenliebhaber war damals unterwegs in Europa auf den Spuren der Gerbera. Was aber hatte diese farbenfrohe, ursprünglich in Südafrika beheimatete Zierpflanze mit ihrem kleinen Dorf zu tun? Die Japaner behaupteten, hier in Zodel sei der Mediziner und Naturforscher Traugott Gerber geboren worden, der Sommerblume ihren Namen verlieh. Die Frauen wälzten Fachliteratur, dann studierten sie die Kirchenbücher aus der Zeit um 1700 und fanden tatsächlich den Eintrag ins Taufbuch. So kam Zodel zu seinem berühmtesten Einwohner. Der Ehrgeiz war angefacht. Die Damen gründeten die Traugott-Gerber-Gesellschaft Zodel und feiern in diesem Jahr das 20. Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch! Brauche ich meine Erfrischung und Lieblingslokal. Das klingt verheißungsvoll. Die kleine Kaffeepause. Ich bin ja nun heute mit dem Fahrrad zu dir gekommen. Schweißtreibende Geschichte. Ja. Kommen viele Radler? Ja, das hat sich ganz schön etabliert. Kommt von Görlitz geradelt. Viele kommen auch von Bad Muskau, ja, bis hierher.
unterwegs ist es eben sehr rar mit Cafés und so weiter. Und dann stehen sie bei mir. Dann riecht und gerne mal nach freuen sich. Radlerschweiß. Ja, und freuen sich, dass sie endlich was gefunden haben. Bevor ich im Weg stehe, kann ich nämlich gut, mache ich mich nützlich. Die frische Krokant- oder Erdbeertorte. Ein Genuss. Macht unbedingt mal Halt in der kleinen Kaffeepause mitten im Grünen, bevor ihr euch wieder auf eure Drahtesel schwingt. Oder ihr nehmt einfach mal das Schlauchboot. Von Deschka aus. Seit vielen Jahren bietet die Firma Neiße Tours Halb- und Mehrtages-Flusswanderungen auf Neiße oder Boba an. Dieses Naturerlebnis krönt meine Tour durch die Neiße Aue. Auch wenn ich mich wiederhole, man sollte sich viel Zeit nehmen für diese tolle Landschaft mit ihren Weiden, Eichen und Wiesen und für den im Tiefland so beeindruckenden hohen Himmel. Ein großartiger Tag geht zur Neige. Im Dunkeln erscheint das Waldstück mit den romantischen Wipfelbetten viel weitläufiger. Endlich wieder einmal in einem Baumhaus schlafen. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Wenn es nachts wird, dann gehen die kleinen Bewohner ins Bett. Und der Wald gehört einfach nur dem Waldkauz und dem Waldgeist. Ich war echt begeistert. Also ich kann es euch nur empfehlen. Und wenn ihr noch ein anderes Baumhaushotel kennt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Ich empfehle euch nebenbei noch einen weiteren Film von uns. Da geht es um Bautzen. Wir haben einen tollen Städterundgang gemacht. Oder aber für die Naturverbundenen von euch, wie wäre es denn mit einem Ponyhof oder einem Besucherbergwerk in Moira in Thüringen? Zieht's euch mal rein und macht's gut. Euer Alex Huth. Ach ja, noch ganz wichtig, abonniert unseren Kanal.